Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. In den letzten Tagen habe ich mich mal ein bisschen mit dem Supir Upscaler beschäftigt und ich hatte sehr viel Spaß dabei. Mir gefällt das Ding super, super gut. Es liefert erstaunliche Ergebnisse und ja, basierend auf SDXL ist es auch etwas, was uns natürlich sehr interessieren kann hier auf diesem Channel. Ihr seht jetzt schon ein paar Beispiele hier vorbeifliegen, die ich mit dem Supir hochskaliert habe. Ist keine Magie dabei, allerdings ist das Ding ein bisschen ressourcenhungrig, also ich musste auch von meiner WSL-Umgebung, also der integrierten Linux-Umgebung in Windows, wieder auf meine Windows Portable-Version umsteigen, sonst hat das nicht funktioniert. Aber ich finde, mit meiner 3080 Ti, 12 GB RAM und 32 GB RAM im PC funktioniert das alles schon sehr gut. Also da habe ich ja höhere Befürchtungen gehabt, dass es nicht funktioniert, aber es klappt. So, und als allererstes gucken wir uns jetzt mal die GitHub-Seite an und wie ihr das Ganze installieren könnt. Hier steht es schon. Either Manager and install from Git or clone this repo to custom nodes. Also ihr könnt es natürlich direkt klonen in euer Verzeichnis rein. Verwirrend ist vielleicht für den einen oder anderen Either Manager, weil wir gehen mal ins Comfy-UI und öffnen unseren Manager, install custom nodes. Und wenn wir jetzt hier nach Supir suchen, dann finden wir leider nichts. Das heißt, diese Node ist noch nicht in den Manager integriert. Was wir allerdings machen können, und das ist damit auch gemeint, geht hier ganz oben hin, geht auf Code, dann seht ihr hier diese URL, kopiert die in euer Clipboard, geht zurück in den Manager und hier auf der Startseite haben wir ein Install via Git URL. Wenn ihr jetzt hier diese URL reinkopiert und dann OK drückt, dann installiert euch der Manager diese Node. So, wir gucken noch mal ein bisschen weiter, was man sonst noch braucht. Im Prinzip funktioniert das dann alles so. Also er kümmert sich um alles, der Manager dann an der Stelle. Wenn ihr es manuell klont, dann braucht ihr natürlich noch die Requirements.txt, die ihr installieren müsst. Aber ich denke, über den Manager ist es die einfachste Variante. So, hier unten finden wir dann noch die beiden Models, die wir brauchen. Die könnt ihr euch runterladen und die kommen ganz normal in euren Comfy-UI Checkpoints Folder. Also, ich gehe da mal eben in meinen Checkpoints. Hier habe ich mir einen Supir-Ordner gemacht. Da liegen die beiden drin und mehr brauchen wir dann an der Stelle dafür nicht. So, ja, wenn das Ganze dann installiert ist, dann kriegen wir eine neue Node. Die befindet sich hier im Supir-Verzeichnis. So, wir können natürlich auch wie gehabt nach Supir suchen und bekommen dann den Vorschlag dafür auch. Und diese Node gucken wir uns jetzt mal an. Als allererstes können wir hier oben ein Supir-Model auswählen. So, dann nehme ich mal das V0Q. Zum Unterschied gucken wir auch nochmal hier. Das hat mich ein bisschen verwirrt, wenn ich ehrlich bin. Hier steht nämlich, das V0Q ist das Default Training Settings, also das, was von den Machern im Paper auch erwähnt wurde. Funktionierte auch bei mir in so ziemlich allen Tests. Ist ein ziemlich gutes Model, was man verwenden kann. Was mich dann aber beim V0F ein bisschen verwirrt hat, ist die Aussage Stage 1 Decoder auf Supir blablabla remains more details when facing light degradations. Und da war ich mir jetzt nicht sicher, was meinen die mit light degradations? Meinen die jetzt leichte Verschlechterungen oder schlechte Lichtverhältnisse? Also light degradations. Ich habe es mal mit einem dunklen Bild ausprobiert. Ich hatte das Gefühl, dass das V0F an der Stelle mit dunklen Bildern ein bisschen besser zurechtkommt als das V0Q. Also es kamen auch dunklere Ergebnisse raus, aber sicher bin ich mir hier nicht. Deswegen probiert selber auch noch aus und am besten schreibt mal eure Erfahrungen mit dem V0F in die Kommentare rein, weil das interessiert mich dann doch schon. So, wir scrollen mal hoch und gehen wieder hierhin zurück. So, das ist das Supir-Model. Wir nehmen V0Q. Hier kommt unser SDXL-Model rein. Ich hatte sehr gute Ergebnisse mit dem Epic Realism XL Photoreal Model. Für Fotos funktionierte das wunderbar und sehr gut. Wir kommen später in dem Video auch noch dazu, dass es Sinn macht, hier aber sich auch ein Model auszuwählen, was auf das Basisbild, welches man hochskalieren möchte, zugeschnitten ist. Also bei Anime-Bildern Anime-Models nehmen. Sowas in die Richtung meine ich damit. So, im Prinzip hier weiterhin Seed kennen wir alle. Stellt den auf Fixed, wenn ihr rumprobiert. Ihr wollt nicht jedes Mal diesen Upscaling-Prozess wieder durchlaufen lassen. Das können wir jetzt auch nochmal direkt machen. Den stelle ich mal auf Fixed. Resize Method ist Langzos.
Hier können wir auch noch mehrere auswählen. Ich sage immer, wenn es die Möglichkeit gibt, Langsource zu nehmen, nehmt Langsource. Ist eigentlich der schönste Upscaler. Also jetzt pixelbasiert. Scale by. Hier können wir einen Faktor angeben, um den unser Bild vergrößert wurde. Da kommen wir gleich im Video auch noch zu, wie wir das sehr elegant lösen können. Allerdings ist hier ein Hinweis dazu hinterlassen worden, dass beim Scale by die Node auch einfach nur das Inputbild hochskaliert und sonst nichts damit macht. Also im Prinzip ist es wie eine integrierte Image Resize oder Upscale Node auf Pixelbasis, die Supir-Node intern dann macht. Nichtsdestotrotz zeige ich euch gleich nochmal einen kleinen Unterschied, was wir noch in den Workflow einbauen. So, Steps 45, das habe ich eigentlich immer so gelassen. Restoration Scale -1 auch so gelassen. CFG lassen wir so. Hier startet die Node ein bisschen mit, ihr seht, es ist ein bisschen vermischt. Es gibt nämlich einen Positive Prompt und einen Negative Prompt. Da müsst ihr nur mal kurz hier an der Node rütteln und dann sortiert sich das alles hier. Ist noch ein bisschen unschön, aber naja, auch nicht wirklich schlimm. Hier könnt ihr einen Positive Prompt eingeben. Ich bin eigentlich immer dabei geblieben, dieses High Quality und Detail drin zu lassen. Negative Prompt habe ich auch nicht angepasst. Das kann aber durchaus für manche Bilder sinnvoll sein, wenn man dann nochmal dem Model erklärt, was es denn da gerade upscaled. Aber eigentlich bin ich damit immer sehr gut gefahren und fand sogar, ich habe mal einen Test gemacht, Moondream als Prompting davor zu hängen. Ich fand die Ergebnisse ehrlich gesagt schlechter. Da muss man immer ein bisschen gucken. Also wenn ihr beim Upscalen in Probleme reinrennt und das Bild wird nicht schön, probiert hier vielleicht mal ein bisschen rum, der Node zu sagen, was hier gerade abgescaled wird. So, die Werte hier können wir alle so auf Default lassen. Noise ist natürlich, Noise fügt ein bisschen mehr Rauschen hinzu. Interessant ist hier noch der Color Fix Type. Ich habe ihn auch immer auf Wavelet gelassen. Zwischen Ada-In und Wavelet habe ich jetzt nicht sehr viele Unterschiede gefunden. Bei Non, ja, was mir aufgefallen war, dass zum Beispiel graugrüne Augen einer Katze so rum dann auf einmal nach dem Upscalen grau waren und so. Und das könnte hiermit ein bisschen beeinflussen. Aber bei Non waren sie wirklich grau. Bei Wavelet und Ada-In hat sich die Node noch Mühe gegeben oder das Model. Ja. Keep Model Loaded wollt ihr auf jeden Fall auch anlassen, genau wie Used teilt VAE. Die VAE, das spart euch ein bisschen Ressourcen. Und Keep Model Loaded, ich würde sowieso sagen, Supir ist nicht dafür geeignet, in einem Workflow am Ende benutzt zu werden. Ich würde für Supir einen extra Workflow parat haben. Generiert euch eure Bilder, die ihr hochskalieren wollt und macht das dann in einem extra Workflow, weil wie gesagt, das ist doch schon sehr ressourcenhungrig und ja, dann noch die anderen Rendering-Models und so davor mit in den RAM zu packen, das sprengt durchaus den ein oder anderen PC. So, hier können wir alles so lassen. Auto lassen wir auch. Hier lassen wir auch alles so. Hier unten ist noch ganz interessant, wenn ihr noch ein bisschen Rechenleistung sparen wollt, könnt ihr hier ein Precision 8 Unit benutzen. Standardmäßig sollte es aber Precision 16 sein. Allerdings für etwas schwächere Rechner kann man das auch nochmal verwenden. Genau wie die Precision 8 VAE. Das spart auch nochmal RAM. Allerdings, ich gucke mal eben, hier steht, dass das Precision 8 für das Unit ganz gut funktioniert. Für die VAE kann es allerdings ab und zu mal Artefakte erzeugen, was dann nicht so schön ist, aber bevor es gar nicht läuft, kann man das nochmal so verwenden. Und hier unten Restore EDM Sampler habe ich auch gelassen. Hier können wir noch einen DPM-PP2M Sampler verwenden. Wir bleiben aber beim EDM Sampler. Okay, bevor wir jetzt in den Workflow eintauchen, noch ein ganz kurzer Hinweis. Wenn man hier ganz runter scrollt, dann sehen wir, dass das Supir-Model für Non-Commercial Use Only ist. Also ihr dürft es nicht gewerblich benutzen. Einfach nur nochmal als Disclaimer, damit wir es gesagt haben. Und jetzt können wir uns mal an einen Workflow begeben. So, die Models sind geladen. Wir packen das mal hier hinten hin. Und als allererstes nehmen wir uns mal eine Load Image Node. So. Im Prinzip können wir jetzt schon sagen, wir wollen diese Node hierhin verbinden. Wir wollen das Bild hochskalieren. Ich nehme mal eins meiner Beispielbilder. Wir nehmen mal dieses hier. Das hatte ich auch im damaligen Upscaling-Video. Wir können hier ein Preview-Image hinbauen. Und wir können hier, das ist in der RG3-Node, meine Nodes sind alle unten verlinkt. Es gibt einen Image-Comparer und der ist ziemlich cool,
um mal Bilder zu vergleichen. So, das heißt, links ist das neue Bild, also A, beziehungsweise rechts ist es dann. Und wir wollen das alte Bild links haben. Das wäre dann Image B. Wie die Node funktioniert, sehen wir gleich. Und jetzt haben wir eigentlich schon ein Upscaling-Prozess gebaut. Natürlich fehlt der Scale-By-Faktor noch. Ich drücke trotzdem mal Q-Prompt und wir warten mal ab. So, da geht's los. Natürlich haben wir jetzt hier einen Scale-Faktor von 1. Das heißt, das Bild wird nicht vergrößert werden. Nichtsdestotrotz möchte ich hier mal kurz zeigen, dass wir trotzdem... Ich mache hier übrigens noch eine Preview-Image-Note, damit wir das mal hier im Browser öffnen können, ne? Weil das funktioniert hier unten ein bisschen schlechter. Aber ihr seht schon, wir können jetzt mal reinzoomen und wir sehen jetzt links unser Originalbild, rechts das bearbeitete. Und da muss ich sagen, ist der Seed ziemlich mistig. Wir nehmen mal einen Seed weiter und lassen es nochmal laufen. Es hat sich hier natürlich nichts getan. Nichtsdestotrotz bemerken wir hier schon, dass Supir gerade hier unten im Bereich des Pullovers, also aus unserer Pixelmasse, hier auf der linken Seite, schon wesentlich mehr Details rausgeholt hat. Und das ist ganz interessant zu wissen. Jetzt das nächste Upscaling fertig. Wir gucken mal. Na, mit den Augen hat er Probleme, aber das ist auch nicht der Sinn der Node. Was ich damit zeigen möchte, ist eigentlich nur, dass Supir eigentlich auch schon beim Nicht-Hochskalieren, ne, wir sind hier auf Faktor 1, schon gewisse Bereiche des Bildes detailliert. Und das wird für später ganz interessant. Okay, wie kommen wir denn jetzt an unseren Scale-Faktor ran hier? Sagen wir mal, wir möchten das Bild, ich ziehe das mal ein bisschen nach rechts rüber hier alles, damit wir hier vorne Platz haben. Wir möchten das Bild auf 1440 Pixel in der Höhe skalieren. Und dafür nehmen wir erstmal eine Simple Math Node und deklarieren hier an unserer Simpler Math Node unsere gewünschte Höhe. Und was wir jetzt nämlich machen müssen, ist, wir nehmen hier vorne ein getImageSize und holen uns mal die Höhe raus und hängen die in A rein. Halt, das war falsch. Wir brauchen noch eine Simple Math Node. So, wir hängen die nämlich hier in A rein. Hier brauchen wir die nicht. Und wir holen unsere gewünschte Höhe. So, jetzt haben wir einmal die gegebene Höhe und die gewünschte Höhe. Und was wir jetzt natürlich nur noch machen müssen, ist, ich mache das mal andersrum, damit es schöner aussieht. Wir müssen hier nur A durch B berechnen. Das können wir uns mal angucken. Die RG3-Node hat nämlich auch ein schönes direkt in Comfy UI Debugging-Tool. Kurz suchen. AnyDisplay heißt das. Oder Display Any, hier ist es. So, hier können wir unseren Float mal ausgeben. Die Node mute ich mal. Und wenn wir jetzt gucken, haben wir einen Upscale-Faktor von 2,4489 bla 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 bla, den wir natürlich ganz bequem hier hinten, indem wir unseren Scale by auslagern, hier reinhängen können. Und wenn wir das Ganze jetzt nochmal laufen lassen, dann haben wir jetzt dieses Ergebnis hier gekriegt. Und auch hier gucken wir uns mal vorher-nachher an. Ne, beim Upscalen funktioniert es dann auch sehr gut wieder mit den Augen. Wir sehen, auf der linken Seite haben wir unser altes Bild, natürlich auf die Größe jetzt des neuen Bildes hochgezogen. Nichtsdestotrotz hat das ziemlich gut funktioniert. Ich finde, das ist ein sehr, sehr cooler Upscaler. Auch die Haare. Sehr schöne Ergebnisse. Wir gucken uns das neue Bild mal im Browser an. Lässt sich durchaus sehen. Hier, wenn sowas auftaucht, hier so ein bisschen, wenn ihr mit dem Nagel oder sowas unzufrieden seid, anderen Seed ausprobieren. Da kommt immer ein bisschen was anderes bei rum. Aber aus einem Bild, welches ja vorher so aussah, ein Bild zu machen, was so aussieht, finde ich schon sehr erstaunlich. Gut, wir können den Prozess hier vorne noch ein bisschen verbessern. Und zwar, wir können hier nämlich eine Image Resize Node einbauen. Ich gucke mal kurz, wo haben wir hier unseren kleinen Schraubenschlüssel? Hier aus den Comfy UI Essentials. Ich suche mal nach Resize. Hier ist es. So, zack. Das Ganze können wir noch davor hängen.
So, das Get Image Size lasse ich. Und jetzt hängen wir nämlich hier einmal unser Image rein. Und an der Stelle würde ich schon fast sagen, wir nehmen hier eine Reroute, weil wir haben hier hinten mehrere Verbindungen. So, jetzt können wir nämlich hier vorne unsere gewünschte Höhe auch selber angeben. Dafür nehmen wir einfach nur die Height hier als Input raus, hängen unsere gewünschte Höhe als Integer hier vorne rein. So, setzen die Width auf 0, sagen Key Proportions und schon skaliert uns diese Node das Bild vor dem Superior Upscaler einmal hoch. Ich weiß, es steht drin, dass diese Node angeblich das auch selber macht. Sie benutzt auch Langzos. Das werden wir hier auch einstellen. Allerdings kommen doch schon Unterschiede bei raus. Und wir brauchen das hier später noch für etwas anderes. So, wenn wir diese Node nicht wollen, das heißt, Moment, ich mache mal einmal hier diese Node Mute und wir lassen das einmal laufen. Natürlich haben wir dann an der Stelle wieder diesen Upscale-Faktor von 1. Ne, weil wir hier vorne schon hochskalieren, dann, wenn wir 1440 durch 1440 teilen, kriegen wir wieder 1. Und jetzt haben wir aber zwei Möglichkeiten. Einmal wir sagen, der Node selber, hier der Superior Node, wir möchten einen Upscale-Faktor verwenden. Oder wir können vorher im Prozess noch eingreifen und das Bild nach unseren Bedürfnissen hochskalieren. Und es gibt noch einen Vorteil dafür, den ich gleich noch zeigen werde. Eine weitere Erweiterung, die wir hier noch einbauen können, ist, wenn wir ein Upscale mit Model verwenden. Ich sage mal Upscale, Load Upscale Model und dann Image Upscale with Model. Das können wir auch noch hier zwischenhängen und dann hier rein. Hier benutze ich einen DJPEG Model. Das Ganze ist hier von OpenModelDB. Ich packe euch den Link direkt rein. Also nicht, den Link direkt zum Upscaler, den ich da verwende. Das ist kein Upscaler, das ist eigentlich ein Denoiser. Und zwar für JPEGs. Das könnt ihr hier auswählen. Und dann ist das hier unten der DJPEG Omni SR. Damit kann man JPEG-Komprimierungen entfernen. Und das machen wir dann an der Stelle hier. Natürlich könnten wir hier auch noch eine RG3-Node, wieder einen Image Comparer benutzen. Wir wollen das alte Bild links haben und das neue Bild rechts. Wir können ja mal eben kurz gucken, was das Ganze macht. Patsch, ja, das ist hier hinten die Node. Die beschwert sich natürlich, egal. Wir können uns das mal angucken. Bei dem Beispiel hier macht es nicht sehr viel. Es kann aber durchaus sehr viel helfen, wenn wir jetzt starke JPEG-Komprimierungen oder sowas auf einem Image haben. Wenn wir das vorher hier bereinigen und dann in unseren weiteren Prozess ziehen. Sei es jetzt, ob wir hier das Factoring an der Stelle machen oder hier vorne schon ein Image Resize vorschalten. Wir können diese Node auf Bypass stellen und diese wieder anmachen. Dann werden die beiden ignoriert hier und wir kriegen das Bild wieder mit einem Upscale-Faktor von 2,4. Oder wir können nur diese Node aktivieren, dann kriegen wir wieder unseren Upscale-Faktor 1. Und wir haben jetzt die Möglichkeit durch Aktivieren dieser Node mit Steuerung B, das mache ich hier unten, seht ihr, auch noch vorher ein gewisses Depixeling oder ein JPEG-Artefakt-Removal durchführen zu können. So, wir machen das mal alles hier wieder an. Ans Ende des Videos werde ich übrigens ein paar Beispiele, beschriftete Beispiele hängen mit verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten. Also einmal unterschiedliche Upscaling oder SDXL-Models, sagen wir so. Das Upscaling-Model ist ja das Superior, aber die dafür benutzten SDXL-Models, also für Anime und so Pixar-Varianten, aber auch für Fotos. Ich hänge auch hinten dran Beispiele fürs Teil-Sampling. Das macht auch noch einen Unterschied, da kommen wir jetzt auch noch zu. Da will ich euch auch noch was zeigen. Aber dann, wenn wir mit dem Video durch sind oder so, hänge ich hinten dran ein paar Beispiele. Da könnt ihr euch mal durchklicken und angucken, wie die Unterschiede in etwa aussehen können. So, wir haben hier unten noch ein Used Tiled Sampling. Das ist dieser Knopf hier. Der sorgt dafür, dass das Bild in kleine Bereiche aufgeteilt wird und das Upsampling darauf stattfindet. Es spart Ressourcen.
Es erzeugt auch gute Bilder, allerdings habe ich bei meinen Tests gesehen, dass es auch teilweise ein bisschen zu heftige Details erzeugt. Also Beispiele dafür wären so eine Hautbeschaffenheit. Ich meine, wenn wir aus so einem verwaschenen Bild, wie wir es jetzt gerade haben, Poren kriegen, ist es was Tolles. Aber es gibt auch so diesen Umschwenkpunkt, wo zu viele Poren dann auch wieder unnatürlich wirken. Und das kann hierbei passieren. Nichtsdestotrotz kann man es immer mal ausprobieren. Es gibt aber eine Sache, die passieren kann. Und ich suche mal eben das richtige Bild dafür. Dieses hier. So. Ich habe nichts geändert. Ich habe nur unser Bild geändert hier. Und wenn wir das jetzt mal mit einem Tiled Sampling starten, mal gucken, wie schnell es passiert. Ich erwarte hier nämlich einen Error. So, und da ist es passiert. Ich kann dieses Bild hier nicht per Tiled Upscaling oder Tiled Sampling auf die gewünschte Größe bringen. Und um das zu umgehen, müssen wir mal kurz in die Note hier reinschauen. Wir haben nämlich jetzt hier unten Tiled Sampling aktiviert und hier oben steht Decoder Tile Size Latent, steht auf 64. Ist übrigens ganz lustig, 64 scheint die Minimum-Einstellung zu sein. Wir können locker hochgehen. Aber wenn ich jetzt 32 macht er nicht. Guck mal, ja, zack, zack, zack. Sorry, kurzer Ausraster. 64. Und wenn wir jetzt aber so ein Bild dann doch hochskalieren wollen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist eigentlich nur, dass der Decoder es nicht schafft, dieses Bild auf einen teilbaren Faktor von 64 zu berechnen. Da springt er noch raus. Und deswegen ist diese Note hier, ja, interessant für uns. Weil Matteo hat vor kurzem hier unten ein Multiple Off eingebaut. Und hier können wir jetzt die 64 eintragen. Und dadurch kriegen wir ein Resizing, was durch 64 teilbar ist. Im Prinzip ist das dieselbe Formel, wenn ihr eine Simple Math Node nehmen würdet. Ihr würdet hier vorne in A zum Beispiel eure Höhe reintragen. Das muss aber auf Höhe und Breite passieren. Das können wir ja einmal kurz nachstellen. Wir nehmen jetzt mal hier oben eben die Höhe, nehmen wir in A rein und sagen dann A minus A modulo 64. Das wäre die Einstellung, wenn man sie von Hand machen wollen würde. Das müssten wir dann für Höhe und Weite machen. Wer sich hier nicht auskennt, A wäre unsere Höhe, also unsere 1440 Pixel, beziehungsweise die Höhe des Bildes, das wir reinschicken. Und der Modulo-Operator sagt eigentlich nur, wir teilen es durch 64 und ergibt den Rest davon heraus. Das heißt, wenn wir den überbleibenden Rest aus einer Teilung von 64 vom Originalbild abziehen oder von der Originalhöhe, dann erhalten wir eine Höhe, die durch 64 teilbar ist. Und das macht die Node an der Stelle. Die sorgt dann dafür, dass wir Breite und Höhe durch 64 teilbar haben. Und wenn ich das jetzt laufen lasse, dann sehen wir schon, dass das Upscaling wieder funktioniert und wir am Ende unser Bild rauskriegen. Das ist auch noch ein Vorteil, den wir mit dieser Node hier erreichen können. So, während der da läuft, überlege ich mal kurz, gucke in meine Notizen. Ans Ende des Videos werde ich ein paar Beispiele packen, die müssen wir uns jetzt nicht anschauen. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich hatte sehr viel Spaß hiermit. Ich werde euch diesen Workflow hier, beziehungsweise einen etwas aufgeräumteren, den ich vorbereitet habe, natürlich zum Download anbieten. Sobald das Bild durchgeladen ist, zeige ich euch noch einen anderen. Ich habe nämlich auch einen Workflow für Batch-Verarbeitung gebaut. Da können wir gleich nochmal eben kurz reingucken. Der funktioniert vom Prinzip her ähnlich. Auch hier sehen wir, das Upscaling hat ziemlich gute Ergebnisse gebracht. Hier in den Haaren und so. Wir sind jetzt schon zu weit nah rangescrollt. Sehr cool. Genau, eine Batch-Verarbeitung, die kann ich euch jetzt noch zeigen. Zum Skalieren, was ich gleich in den nachgehängten Fotos zeigen werde. Epic Realism habe ich für Originalfotos verwendet. Für Anime und Pixar-Style habe ich entweder Anything XL oder Animagene XL verwendet. Ihr könnt aber jedes SDXL-Model hier verwenden, was ihr bevorzugt und mal gucken,
ob die Bilder nach dem Hochskalieren dann euren Erwartungen entsprechen. So, wir gehen nochmal eben hier auf Load. Ich sag mal Zapier Batch. Das ist auch ein Workflow, den ich euch dann zum Download anbieten werde. Im Prinzip ist es alles dasselbe hier, was ich gerade schon gezeigt habe. Hier vorne haben wir ein Batchloader für Images. Das heißt, mit jedem Queue wird ein nächstes Bild aus einem Ordner geladen. Ich habe jetzt hier natürlich meinen lokalen Ordner angegeben. Input Zapier habe ich mir ein Verzeichnis gemacht. Da könnt ihr einen neuen Ordner für euch eintragen. Und hier hinten, wir sehen hier Filename Text. Das geht auch hier hinten in ein Image Save rein, damit ihr in etwa denselben Filenamen wieder habt, den ihr auch beim Originalbild habt, damit ihr das besser zuordnen könnt, die nicht einfach nur Comfy 01, 02, 03 etc. heißen. Kurzer Disclaimer noch zur Was Node Suite. Wenn wir uns die einmal raussuchen, dann sehen wir hier leider, dass sie ab dem 15.12. nicht mehr aktiv weiterentwickelt wird. Ich benutze die Nodes hier trotzdem noch, weil ich die ziemlich mag. Die sind eigentlich ganz cool. Was Node Suite vielleicht nicht mehr unbedingt für logische Operationen verwenden. Wir haben jetzt im Discord letztens gemerkt, da läuft so ein bisschen was schief bei internen Berechnungen. Aber solche Nodes hier, solange sie noch funktionieren, kann man sie noch verwenden. Ansonsten müssen wir das halt austauschen irgendwann gegen andere Batch-Load-Nodes und bequemere Image-Saves. Ja, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß mit diesem Upscaler. Ich hatte da wirklich viel Spaß mit, auch richtige Fotos und so mal hoch zu skalieren und zu gucken, was bei rauskommt. Es ist auf jeden Fall bis jetzt so das beste Upscaling für Realfotos, was ich lokal hier zum Laufen gekriegt habe. Also natürlich neben jetzt sowas wie Topaz oder sowas, ne, wo Bezahlprodukte dahinter stecken. Aber jetzt im Comfy UI auf einer lokalen Maschine finde ich das schon ziemlich cool. Ich werde es auch weiterhin verwenden, meine Workflows hier. Wenn ich irgendwie Bilder habe, die zu klein sind und die ich mal größer haben möchte, dann ist das schon echt super Tool. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Rumexperimentieren und ja, selber upscalen damit. Ich hoffe, es funktioniert bei euch. Ressourcenhunger ist immer so ein kleines Problem, ich weiß. Aber ihr habt ein paar Einstellmöglichkeiten, probiert damit rum. Hoffentlich klappt's. Und wie gesagt, jetzt kommen noch ein paar Vergleichsbilder, die ihr euch angucken könnt. Die werde ich beschriften und hoffentlich habt ihr dann so einen groben Anhaltspunkt, in welche Richtung jetzt was geht. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin macht es gut und tschüss!